Hallo Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich habe heute mal wieder ein abstraktes Bild für euch mit Spachtelmasse und Blattgold. Da sind auf jeden Fall auch wieder sehr viele schöne Farbtöne dabei, schöne warme Farben, die so ein bisschen kontrastieren mit den kühleren wie Grün und dieses Pariser Blau, was ich da verwendet habe. Die Leinwand habe ich von Sostrene Grene. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Die Spachtelmasse, die benutze ich ja jedes Mal, wenn ich was male. Ich habe da ja diesen großen Pott und da nehme ich mir dann immer das raus, was ich brauche und mische das mit körnigem Sand, sodass ich eine körnige Struktur am Ende bekomme, mit der ich dann arbeiten kann. Genau, das hier ist der Dekosand, mit dem ich ganz gerne arbeite. Da habe ich einmal etwas gröberen und einmal etwas feineren. Und da kann man einfach herumexperimentieren, was einem gerade so gefällt. Ich mag diesen körnigen sehr gerne, deswegen habe ich davon auch schon viel mehr benutzt, als von dem etwas feineren. Ich trage mit dem Malmesser die Spachtelmasse erstmal auf in so wolkenartigen Strukturen. Ich möchte nämlich am Ende wieder so ein schönes zerfließendes Bild haben. Ja, die Farben, die ich hier verwende, sind auch größtenteils von dieser Marke, wo ich auch die Leinwand her habe, Sostrene Grene. Jetzt sage ich es wahrscheinlich nochmal falsch, aber egal. Und da habe ich mir sehr viele schöne pastellige Töne rausgesucht, die ich super hübsch fand. Zum Beispiel dieses Fliederlila, dann ist da so ein Puderrosa dabei und so ein ganz heller Beige-Ton. Das Pariser Blau, das hat mich irgendwie auch total angesprochen, natürlich wegen Paris und den Farben der Dächer. Und auch wieder diese Acryltinte von Liquitex. Die benutze ich immer sehr gerne, vor allem wenn ich intensive Farbelemente drin haben möchte oder auch dunkle, weil die halt wirklich sehr farbstark sind. Die benutze ich super gerne zum Malen. Beim Malen fange ich meistens mit den dunkleren oder intensiveren Farben an und dann mische ich die hellen noch dazu später. Da kann man sehr viele schöne Farbübergänge auch kreieren und man hat halt die dunklen, kontrastreichen Farben schon mit drin und muss sie nicht später noch mit einfügen. Deswegen arbeite ich am liebsten von dunkel nach hell. Ich möchte auf jeden Fall, dass das Bild viele warme Elemente enthält und auch viele Rosatöne, die dann so ein bisschen kontrastieren, wie ich auch schon gesagt hatte, mit den kühleren Farbtönen. Ich finde das einfach immer sehr spannend und interessant später für das gesamte Bild.
Hier benutze ich auch wieder mein Malmesser. Damit kann ich immer sehr schön die verschiedenen Farbtöne ineinander mischen und einarbeiten. Und es kreiert außerdem diese schöne, unebene Struktur. Da kann man auf jeden Fall so ein bisschen mit rumspielen. Mal hier, mal da einen Farbton setzen oder einen Akzent. Und das macht einfach auch Spaß, muss man ehrlich so sagen. Hier habe ich auch noch mal ein bisschen von dem Salbeigrün aufgetragen, damit ich ein bisschen mehr Farbkontraste habe. Also es soll ja auch so ein bisschen bunt werden, deswegen finde ich diesen Farbton da irgendwie auch sehr schön drin. Passt auch gut zu diesem Blau übrigens. Ich finde es auch immer unverzichtbar, dieses Weiß nochmal reinzuarbeiten, weil ich ja wirklich auch gerne helle, fröhliche, freundliche Bilder malen möchte und da fehlt einfach sonst ein bisschen die Helligkeit. Also ich möchte immer einen Ticken mehr hell als dunkel haben in den Bildern. Das Bild soll ja auch so eine gewisse Wärme ausstrahlen und die möchte ich einfach jedem, der das hier sieht, auch mit ins neue Jahr geben. Es soll halt so ein bisschen das Gefühl rüberbringen, dass man sich selber für das nächste Jahr was Gutes wünscht. Und ich finde, das schafft man immer sehr schön mit diesen wärmenden Rosatönen und auch ganz viel Gold- und Orangetönen. Ich habe das Bild übrigens Warm Wishes genannt und das ist genau dieses Gefühl, was ich halt damit auch rüberbringen möchte. Es soll sich halt anfühlen wie eine liebevolle Umarmung, die man sich selber schenkt. Und ich finde, besser könnte man in das neue Jahr gar nicht starten. Egal, was man im letzten Jahr erlebt hat, jedes Jahr ist wieder ein Neuanfang und dem möchten wir positiv entgegensehen.
mehr Weiß man nimmt, desto mehr leuchtende Effekte kann man auch kreieren. Es sind ja immer sehr viele helle Abstufungen auch mit dabei. Ist halt genau das, was ich auch haben möchte, nämlich diese vielen feinen verschiedenen Farbschattierungen, gerade von diesem Orange, diesem Aprikot und den Pudertönen. Und da ist halt quasi ja das Reinweiß dann wie so eine leuchtende Mitte. Ich benutze auch hier recht viel Weiß, weil ich irgendwie auch fand, dass das nicht ganz so gut deckt, dass es eher so ein Mischweiß ist. Wenn man jetzt ein Titanweiß hat, was wirklich richtig deckend ist, dann braucht man wahrscheinlich auch gar nicht so viel und muss auch nicht so oft drüber malen. Also es ist halt je nachdem, was man gerade zur Hand hat. Hier habe ich nochmal mit so einem Küchentuch ein bisschen Farbe abgetupft. Man kann damit aber auch sehr schöne Effekte kreieren, wie man hier sieht. Also auch so feine Schattierungen gestalten. Und ganz wichtig ist natürlich auch immer die Seiten zu bemalen. Das mache ich meistens während des Malprozesses. Dann kann nämlich alles gleichzeitig trocknen. Das Bild sollte auf jeden Fall über Nacht trocknen, denn nur auf einer trockenen Oberfläche kann ich diese Anlegemilch einarbeiten und später auch das Blattgold anlegen. Sollte auf jeden Fall nicht zu dick aufgetragen werden, da es sonst recht schlecht antrocknet. Ich habe mir hier auch was Tolles einfallen lassen, nämlich, dass ich das so ein bisschen drüber sprenkel mit dem Pinsel.
Ich ziehe das hier auch noch mal ein bisschen mit dem Malmesser lang, weil ich einfach gerne sehr weiche Blattgold-Elemente haben möchte und auch so ein bisschen dieses Funkeln. Deswegen ziehe ich das überall so ein bisschen in das Bild rein, dass da am Ende von dem Blattmetall später immer so ein bisschen haften bleibt. Hier habe ich auch wieder mein goldenes Blattmetall. Das ist von der Marke Horus. Ich habe da immer dasselbe. Es ist ein Mittelgold-gelblich und ich finde, das ist von den, ich glaube, 3 Farbtönen, die diese Firma anbietet, irgendwie der schönste. Ist nicht zu rötlich, aber auch nicht zu grünlich, weil so ein grünliches Gold mag ich immer nicht so gerne. Und das ziehe ich hier jetzt einfach in das Bild rein. Also ich lasse es immer an einer Stelle so kurz anhaften und bearbeite das dann quasi so, als ob es eine Farbe wäre. Am Ende sauge ich dann diese ganzen überschüssigen Partikel mit dem Staubsauger weg und signiere das Bild auch noch. So sieht das Bild fertig aus. Ich finde, es bringt so ein bisschen Wärme in die dunkle Winterzeit und ist wie ein guter Gruß für das neue Jahr. Ich finde diese Rosatöne einfach immer wunderschön und mag die auch selber, wie man sieht, an meinem Pullover. Ja, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Lasst mir doch gerne ein Like und ein Abo da. Unterstützt damit meine Kunst und meinen Kanal. Ich freue mich über jeden, der meinen Kanal abonniert und mir was Schönes schreibt. Ich wünsche euch auf jeden Fall nur das Beste fürs neue Jahr und einen guten Rutsch und bis zum nächsten Mal.